Herzlich willkommen zu 1000 PS TV. Hier vom wunderbaren BMW Motorrad Testcamp Almeria 2016. Wunderbar, daheim ist grauslich kalt, da unten steht man in der Sonne. Jetzt ist schon Abend, jetzt habe ich die Lederjacken an, unterm Tag war ich im Leiberl. Wirklich ein Traum, kann ich jedem empfehlen. Es ist so, man bucht es, fliegt runter, außer wenn man so klaustrophob ist wie ich, dann fährt man mit dem Auto. Also die normalen Menschen fliegen einfach runter, dort stehen dann ungefähr, weiß ich nicht, 100 BMW-Motorradeln. Und man kann sich mehr oder weniger von dieser neuen Modellpalette jedes aussuchen, mit dem man da fahren will. Und das ist natürlich wirklich ein Wahnsinn. Das ist so wie das Paradies. Ja, am Vormittag sind wir gefahren, die beiden Boxermodelle, die R1200R und die R1200RS. War wirklich fantastisch und beeindruckend. Das seht ihr auf einem eigenen Video. Und jetzt am Nachmittag sind wir gefahren, die S1000XR und die S1000R. Also die echten Vierzylinder-Granaten. Natürlich, die RR ist die schärfste Vierzylinder-Granate, aber für die Landstraßen sind diese beiden Maschinen, ich meine, da brauchst du nichts Schärferes. Das ist wirklich irre. Ich beginne bei dieser XR. Die XR ist ja jetzt auch noch für sich nicht unbedingt mein Traummotorradl, weil ich halt nicht so auf diese Stelzensportler stehe. Mir sind die meistens ein bisschen zu hoch und meistens ein bisschen zu ausladend. Und ja, nachdem ich keine Offroad-Tradition habe, sondern immer so ein Straßenmotorradfahrer war, ein normaler, habe ich jetzt ein bisschen weniger Zugang zu diesen Stelzensportlern, wie ich sage, aber diese XR, das ist natürlich schon was wahnsinnig Beeindruckendes, weil die eben diesen Superbike-Vierzylinder drinnen hat. Und jetzt könnte man a priori glauben, naja, so ein Vierzylinder in so einer Big Enduro, der hat ja dort drinnen nichts verloren, aber das ist natürlich weit gefehlt, weil das raucht auch, das schiebt auch, das ist unvorstellbar. Und dadurch, dass es aber so wirklich brillant abgestimmt ist, funktioniert das aber auch aus den tiefen Drehzahlbereichen einfach wunderbar. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich da jetzt zu wenig Punch oder zu wenig Drehmoment hätte. Im Gegenteil, das ist so, dass man das sogar aus den Kehren raus, gefällt mir das sogar besser wie so ein ruppiger V2, weil es viel geschmeidiger fährt. Du kannst früher ans Gas gehen und musst dich nicht fürchten, dass dir das hinten jetzt irgendwie wegbricht, weil du spürst den Motor einfach wirklich wunderbar. Abstriche muss man machen bei so Big Enduros generell und auch bei der S1000XR. Das ist einfach durch dass du relativ weit weg bist vom Asphalt, spürst natürlich jetzt den Reifen nie so gut wie auf so einer geduckten Maschine, wie zum Beispiel auf der S1000R. Also das Stichwort Transparenz. Diese Big Enduros, die fährst halt immer im Modus des blinden Vertrauens. Da kannst du Unglaubliches aufführen, weil das Fahrwerk ist ja wirklich wunderbar und das passt perfekt und man kann es sogar einstellen durch dieses ESA. Aber es bleibt natürlich komfortabler und durch diesen längeren Federwege verlierst du ein bisschen das direkte Gefühl zum Asphalt. Und was natürlich auch ist, jetzt als Stichwort das Vorderrad spüren. Ich meine, allein durch diese Sitzposition und durch diesen relativ langen Radstand bist du natürlich auch relativ weit vom Vorderradl weg. Das heißt, anbremsen und in so Ecken einstechen richtig, was ja wirklich leibend ist, das funktioniert aber man muss
man muss sich halt ein bisschen darauf verlassen, dass das passt und hat jetzt nicht diese direkte Rückmeldung. Was ich unglaublich finde, ist, dass man mit sowas eigentlich jeden Supersportler auf der Straße herrichten kann. Das finde ich eigentlich, es ist unfassbar und da werden auch wirklich viele weinen, weil das ist natürlich nicht leibend, wenn das ein riesiger Kobel überholt, aber die hat absolut die Gene dafür und es sind ja auch nur extrem hochwertige Komponenten drauf. Also wenn man von so einer S1000XR hergerichtet wird, muss man sich nicht genieren und man muss nicht depressiv werden. Das ist ein Weltmotorrad. Servus, freut mich sehr. Du bist angeblich diese XR, bist schon gefahren, da in Almeria, wie hat es da taugt? Sehr gut, also von der Motorcharakteristik gefällt es mir sehr gut. Ich fahre privat GS, Boxer, Ja. das ist eine Leidenschaft, aber auch die seidenweich mit Schaltautomat ist das wunderbar da. Gerade die Gegend optimal. Aber das heißt, du bist eher ein Boxerfahrer und der Vierzylinder, der liegt da nicht ganz so. Na, der liegt mir schon gut, weil er schön geschmeidig ist, aber ich brauche es ein bisschen kernig und da passt mir der Boxer doch ein bisschen mehr. Das heißt, die GS läuft nicht Gefahr, dass gegen eine XE austauscht wird. Schwere Überlegungen, aber ich glaube nicht, nein. Du, und das Testcamp da in Almeria, weil ich meine, das ist ja wirklich toll besucht. Gut, jetzt haben wir noch ein traumhaftes Wetter, nicht? Daheim ist irrsinnig grauslich. Das ist schon toll, oder? Ja, na, super organisiert, Wetter haben wir wirklich, glaube ich, Glück und die Gegend damit die Straßen einfach ein Traum. Kann man jedem empfehlen. Wird es nächstes Jahr wieder geben. Wenn es die Frau erlaubt, ja. Du, dann alles Gute, gell? Danke. Und viel Erfolg noch beim Fahren. Stichwort GS. Hätte ich lieber die GS oder hätte ich lieber die S1000XR? Und nachdem ich bin ja jetzt, wie gesagt, ich bin nicht der ganz wahnsinnige Stelzensportler-Fan, aber die GS mit dem Boxer, das ist halt was ganz Außergewöhnliches. Das hat sonst niemand. Und das ist halt schon so ausgereift, dass das einfach ihren Reiz hat. Und ich verstehe das gut, dass da relativ viele Leute gibt, die sagen, na, ich brauche jetzt diese Mörderleistung aus diesem Vierzylinder nicht, sondern ich bleibe bei der GS mit dem mörderischen Drehmoment und dem gewaltigen Boxer. Verstehe ich. Ich selber, wo ich natürlich ein wahnsinnig großer Fan bin, das ist die S1000R. Wenn ich ein Motorrad haben kann mit einem bayerischen Vierzylinder, die darf man eins aussuchen, sage ich hundertprozentig, na bitte die S1000R. Weil mit der kann ich alles machen, da kann ich auf der Rennstrecke fahren, ich kann im freien Land fahren, ich kann durch die Stadt wetzen. Ich sitze immer großartig drauf und ich habe halt eine Performance von dem Motor her, und das ist unfassbar. Das ist unfassbar, auch das Vorwerk, die Bremsen. Wobei bei der Bremsen, da ist es so, dass dieser erste Biss, der ist nach wie vor gewöhnungsbedürftig scharf. Also wenn man von einem anderen Motorrad umsteigt, dann fällt dann das richtig auf, wie scharf dieser erste Biss ist. Das ist meiner Meinung nach nicht notwendig und ist ein bisschen störend jetzt. Aber wenn man diese S1000R besitzt, wird man sich an das gewöhnen und wird halt diesen ersten Biss entsprechend sanft ansetzen. Der Motor ist einfach wie gemacht für ein wahnsinnig starkes Neckbike. Das ist wirklich perfekt. Es brüllt so, dass man das, wie gesagt, vor 10 Jahren wäre das undenkbar gewesen, dass es einmal ein BMW gibt, die serienmäßig dermaßen einen scharfen Klang hat und dermaßen rührt. Und die Leistungsabgabe, na, die ist einfach ein Wahnsinn. Wenn man dort auf diese Bergstraßen herumwurlt, es feuert auf die Zwischengeraden an, dass glaubst, na gut, jetzt wäre ich ohnmächtig, das ist ja Wahnsinn. Und es kommt aber auch ganz, ganz mächtig aus den Ecken raus. Und ich habe halt auf dieser S1000R, da habe ich halt ein wirklich gutes Gefühl fürs Vorderradl. Mir kommt sie handlicher vor und berechenbarer. Und deswegen jetzt für mich, wenn ich jetzt mich zwischen diesen beiden Modellen entscheiden müsste, die so, ohne zu überlegen, auf diese S1000R greifen. 1000 PS TV, du, wir machen da so eine Geschichte über das BMW Motorrad Testcamp in Almeria und wir haben auch diese S1000R im Test und da wollten wir jetzt gerne hören von dir,
wie du mit der zurechtkommst im wunderbaren Andalusien. Das ist spitzenmäßig, das Gerät. Die ist wirklich wieselflink, Ja. super geiles Handling. Man kommt da wirklich sehr, sehr gut mit voran. Richtig spitzenmäßig. Perfekt. Ist es dein Lieblingsmodell von BMW? Ja, ich selber fahre eine BMW HP4. Ja. Ist eigentlich ein Abklatsch von dem. Ja. Ist halt eben nur halt ein bisschen angenehmer zu fahren wegen dem Lenker. Jetzt hier für die Landstraße. Ne? Ja. Und bist du das erste Mal bei dem Testcamp oder bist du schon öfter? Das erste Mal. Das erste Mal? Ja. Und was sagst du dazu? Ich werde wiederkommen. Und bin wirklich auch erst heute den ersten Tag hier. Ja. Und ja, wie gesagt, jetzt schon begeistert. Super. Was jetzt noch ganz wichtig war bei diesen 2 Tagen in Almeria, die großartig waren, ich war immer, wie soll ich sagen, ein bisschen ein Gegner von diesem Elektronikeinsatz. Ich habe immer gefunden, Motorradfahren, das muss was Pures sein, das muss was Mechanisches sein, das muss ich spüren, das möchte ich selber dosieren. Und ich habe natürlich schon gewusst, dass auf einer Bergwertung, wenn du wirklich scharf fährst, dass das so eine Traktionskontrolle natürlich mental entlastet. Aber wie arg das in Wirklichkeit ist, wenn du an das gewöhnst, das habe ich in dieser Dimension echt nicht gewusst, weil zum Beispiel auf dieser S1000XR, die ich selber jetzt, nachdem ich ja kein Stelzensportler bin, nicht so leicht handle, weil ich halt so weit weg sitze vom Asphalt und weil es halt doch ein riesiger Bock ist. Selbst mit der habe ich aus die Kurven rausgefeuert. Na, unfassbar! Und dieser Motor ist ja irrsinnig göttlich, aber er ist schon sehr, sehr stark. Nur wenn du weißt, dass du eine perfekte Traktionskontrolle zur Verfügung hast, na, dann niert es einfach ein. Weil was soll denn sein? Wenn das weggeht, fängt es eh. Selber, das ist das nicht erfangen. Da bin ich mir sicher. Und insofern muss ich sagen, dass mich jetzt diese Traktionskontrolle wirklich begeistert hat. Und was ich auf der XR zum Beispiel auch irrsinnig leibend finde, ist dieser Schaltautomat, der nach oben und unten funktioniert, also auch mit der Blipper-Funktion. Das ist schon was echt Tolles, was Beeindruckendes und was das Motorradfahren schon wieder ein Stückchen weiter nach vorn hebt. Und nachdem ich gern sportlich unterwegs bin und wenn ich vor mir einen Sieg möchte, ihn gern herbrennen, das ist so, das hört nie auf. Sind das natürlich, diese Elektronik, das sind Hilfsmittel, die unfassbar weit nach vorne hauen. Ich möchte es allerdings nicht erleben, dass das ausfällt, nur glaube ich, diese Systeme sind schon dermaßen ausgereift, dass das nicht passieren wird. Und im Endeffekt ist das ganze Leben eine Vertrauensfrage. Und wenn du vertraust, hast du das leiwand. Und wenn du nicht vertraust und dauernd zweifelst, na, dann hast du es nicht so leiwand. Insofern bin ich jetzt ein wirklich begeisterter Befürworter der Traktionskontrolle. Und dieses BMW Motorrad Testcamp in Almeria 2016, diese 2 Tage mit dem Kuckinger, die waren wirklich leiwand. Wir haben natürlich auch ein echtes Sau gehabt mit dem Wetter. Die 4 Motorradl, die wir gefahren sind, da war jedes begeisternd. Und was mich ein bisschen gewundert hat jetzt im Nachhinein, ist, dass auf diese Bergstraßen dort in Andalusien eigentlich diese Baden-Boxer-Modelle wirklich Weltklasse waren. Nämlich auch im Sinne des Sportes. Natürlich ist gegen diese S1000R ist kein Kraut gewachsen. Das ist ein göttliches Motorradl, was eben einen sehr breiten Einsatzbereich hat. Aber wenn ich jetzt nur Landstraßen fahre, weiß ich nicht, ob ich nicht doch mal so einen Boxer checken tät. Und ich selber halt die R1200R. Freunde, es war wirklich großartig. Ich muss jetzt weiter nach Marbella. Der Kuckinger hockt in den Flieger, fliegt heim nach Wiener Neustadt zur Zentrale von 1000 PS. Und Freunde, jetzt trinkt man noch einen Kaffee, Kaffee con leche und es war herrlich. Danke sehr. Ciao.